Da bin ich wieder, Fragrance Talk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, heute mal ein Video über mich, weil viele mich über lange Strecken, über lange Zeit gefragt haben, warum nenne ich mich eigentlich Dork? So, und das möchte ich euch jetzt einmal ganz kurz erläutern. Auch immer noch ein bisschen mit Druckschmerzen. Da wurde richtig gut geackert. Also für Leute, geht früher zum Zahnarzt. Ich bin natürlich jetzt nicht zum Zahnarzt gegangen in Corona-Zeit und so weiter. Das ist alles ein Kreislauf, dieser ganze Schwachsinn. Aber gut, andere Story. So, warum nenne ich mich Dork? Also Fragrance Dork, klar, aber Dork, ich werde grundsätzlich immer Dork genannt. Seit zig Jahren. Ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, seit 17 Jahren ungefähr. 18 Jahren werde ich Dork genannt von meinen besten Kumpel und so weiter. Das kommt daher, weil ich habe einen Kumpel, meinen besten Kumpel, bester Kumpel ist Türke, den habe ich in einem Hip-Hop-Store getroffen und ich bin immer da hingegangen, das war zu der Zeit, wo 50 Cent rausgekommen ist, 2002, 2001, wann kam Get Rich or Die Trying, das Album raus, ich glaube 2003, 2002. So, und ich war schon davor, ich war allgemein 50 Cent Fan. So, und ich habe immer die Klamotten gekauft. Ich habe wirklich zu der Zeit, ich habe alle G-Unit-Klamotten gehabt. Ich habe den Style gefahren wie 50 Cent, Lloyd Banks und so weiter und so fort. Und ja, und dann haben wir uns immer angefreundet und so weiter. Und ja, wir kamen einfach ins Gespräch und dann war das so, dass wir zusammen Musik gemacht haben. Ich habe ja auch für die Leute, für meine Hardcore-Fans, die wissen das, ich habe auch Webmusik gemacht, ich habe auch eine CD, also ich habe mehrere EPs, mehrere Mixtapes aufgenommen. Ich habe eine richtige EP mal rausgebracht. Kann man ganz locker sagen, habe ich jetzt nicht so viel verkauft, aber es wurde verkauft. Früher hatten wir einfach nicht die Möglichkeit. Wir hatten ja nur MySpace, es gab kein Facebook, es gab kein Instagram, das wäre jetzt nice. Ich mache jetzt keine Hip-Hop-Musik mehr, also ich schreibe Texte noch, das mache ich gern, da bin ich immer noch am Start, was muss ab und zu sein, allgemein, ich texte dann einfach gern und ich bin auch noch oldschool, also ich schreibe 3 Parts und nicht 2 Parts oder am besten nur 8 Bars, sondern 16, so wie sie das gehört. Für mich persönlich ist das so und ja, und dann hat er mich einfach irgendwann Dork genannt, weil ich war einfach... ich höre ja nicht Hip-Hop seit 50 Cent, sondern ich höre Hip-Hop seit 1992. Davor war Metal, höre ich immer noch Hardcore, Metal, Rock, Metallica, meine Lieblingsband Deep Purple. Und dann ging es so in Hip-Hop. Und ich hatte auch den Lifestyle, ich bin nicht, gleich vorweg, nicht mehr den goldenen Löffel geboren. Also ich habe schon andere Sachen hinter mir in meinem Leben und so weiter. Und das alles, also da wo ich jetzt bin, war ich sonst nicht. Das wollte ich damit sagen. Und das ist alles so ein Ding, ich kann irgendwann mal vielleicht die Geschichte über mich auch komplett erzählen. Es geht ja jetzt eigentlich nur um Dork, aber ich schweife dann so ein bisschen ab. Ihr müsst das ja ein bisschen, woher das genau kommt. Und dann kam einfach dadurch, dass ich Snoop Dogg-Fan bin. Snoop Dogg ist eine Legende für mich in Rap. Es geht gar nicht. Der wird auch noch mit, wenn er 80 ist, glaube ich, rappen. Und was er noch nebenbei alles macht, ob er da Country machen muss, das ist jeden selbst überlassen. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von Country schon, aber nicht, wenn Snoop Dogg das macht. Aber, und so kam das einfach mit Dogg. Früher war es DO3G, habe ich genommen. Nicht 1G wie normal und nicht Doppel-G wie Snoop Dogg, sondern 3. So, und dann habe ich aber irgendwann gesagt, nee, das ist Blödsinn, sieht auch blöde aus. Und deswegen DAWG in Amerika wird das auch gern in der Umgangssprache also so geschrieben. Im Endeffekt heißt das ja auch Kumpel, wie auch immer, Dork eben. Und ja, so nennt mich auch die türkische Mama von meinem Kumpel. Ey Dork, wie geht's dir? Mich nennt jeder Dork. So, nicht Dennis, Dork, das ist einfach so. Meine Frau nennt mich natürlich jetzt nicht Dork, also, ne? Aber ja, so kam eigentlich der Name Dork zustande. Durch die Hip-Hop-Szene, durch das, was ich gemacht habe und so weiter und so fort. Und gleich vorweg, es gibt nichts im Netz von mir. Wie gesagt, nochmal, wir hatten nur MySpace. MySpace gibt es nicht mehr. Und glaube ich nicht mehr, weiß ich gar nicht mehr. Da sind meine Konten weg und auch auf YouTube. Es war einfach nicht so, es war nicht so, wie soll ich sagen, es war schwer. Auch in Hamburg. Hamburg ist jetzt nicht wie Berlin gewesen zu der Zeit. Es war einfach schwierig. Hier gab es nur Sammy Deluxe und ja, einige waren hier oben, klar, so wie Norddeutsch, hier Fettes Brot, was auch immer. Aber sonst, das andere gab es einfach nicht. Und ich habe so
Nee, dann schweife ich so viel ab, was ich für Hip-Hop-Musik gemacht habe. Es geht ja jetzt nur um, wo Dog herkommt. Ich will einfach nur, dass ihr das wisst, woher kommt der Name Dog und meine Geschichte vielleicht. Mal gucken, ich bin ja so einer, ich möchte mein Privatleben so ein bisschen rauslassen. Ein bisschen wisst ihr, manches zeige ich, manches nicht. Mal sehen, natürlich wollt ihr wissen, woher ich vielleicht komme, was ich mache und so weiter. Wie gesagt, auf jeden Fall, das haben meine ganzen Kumpels, die sind so locker. So, wenn ich in Wettbüro war oder bin, ich habe sehr viel ausländische Freunde, sehr viel mehr als Deutsche und das ist einfach wenn man dieses Kumpelhafte, das ist einfach anders. Ihr wisst das. Leute, die das wissen, die auch so eine Freunde haben, das ist einfach mehr buddyhaft und das ist einfach anders. So, und das ist bei den Deutschen ein bisschen schwierig. Und das ist dann eine andere Geschichte. Auf jeden Fall werde ich Dog genannt, wie gesagt, auch von der Mutter. Und ich finde das einfach nice. Und warum? Ihr könnt mich auch Dog anschreiben, machen ja auch die meisten. Und Dennis muss man gar nicht sagen. Wie gesagt, ich kenne auch nur Dog. Ich höre schon, ich müsste das eigentlich mal in meinen Pass reinschreiben. Ne? Also am besten Dennis Dog. Eigentlich heiße ich, mein Vater zum Beispiel nennt mich immer Atze. So. Atze ist ein Boxer früher gewesen aus Berlin und deswegen, ich weiß nicht, ich kenne den nicht so weit mehr, da war ich Lütt und mein Vater hat noch nie im Endeffekt meinen Namen Dennis gesagt, sondern immer Atze. So, immer Atze. Ich war immer Atze. So, ob das jetzt gut ist oder positiv, das muss jeder, ich weiß nicht, okay. Wenn man das ruft, ist ein bisschen, ja, er schreit das jetzt nicht durch die Gegend, aber dann ist Atze ein bisschen, ja, ob das jetzt gut ist, naja, ich kenne das jetzt nicht anders, aber heutzutage wird Atze ja ein bisschen anders angesehen, keine Ahnung, durch das Wort wegen Berlin und so weiter. Aber ich bin jetzt auch nicht in dieser Berliner Szene drin, keine Ahnung, ich komme aus Hamburg und so, aus Norddeutschland, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dann könnte man eigentlich Dog auch Dennis Dog in Ausweis reinmachen, weil es ist wirklich so, seit 18 Jahren nennt mich keiner mehr anders. So, und bevor ich jetzt weiter sabbel und so weiter, das interessiert euch vielleicht alles gar nicht. Auf jeden Fall, das ist, warum ich Dog genannt werde. So. Ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen interessiert und gefallen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seht das, weil viele mich gefragt haben. Ich dachte, jetzt mache ich mal sowas und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut also. Fragrance Talk.